Das sind wirklich absolut spektakuläre Fotos, die wir hier heute zeigen können, und laut Experten und Expertinnenmeinung zeigen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Leben auf dem Mars. Es sind wirklich Fotos, die einem ein bisschen den Atem stocken lassen, denn sie zeigen Dinge, die nur mit außerirdischem Leben erklärt werden können, und demnach hat es sich bereits in den NASA-Rovern ausgebreitet. What? Klicks um Science Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Ja, und wenn man sich die Fotos ansieht, dann ist es zum einen etwas beklemmend, auf einem fremden Planeten Strukturen zu sehen, die wirklich lebendig zu sein scheinen, und zum anderen auch faszinierend. Und es ist zudem absolut beeindruckend, wie viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in diesen Fotos tatsächlich Lebensformen entdecken. Fast alle 70 Forscherinnen und Forscher, die sich diese Fotos angesehen haben, sahen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Leben handeln müsse. Auf den Fotos sind zum einen Strukturen zu erkennen, die nur schwer anders als mit einer Lebensform zu erklären sind, und zum anderen wiederum sehr an Lebensformen hier auf der Erde erinnern. Zum Beispiel auf diesen Fotos sind Formen zu sehen, die an Pilze erinnern. Die NASA hält zwar auch Hämatit für möglich, ein Mineral, das aus Eisen und Sauerstoff besteht, also ein Oxid, doch ein weiteres Bild, oder genauer zwei Bilder, lassen an dieser These extrem zweifeln. Hier ist nämlich sogar Wachstum zu entdecken. Auf den ersten Blick haben diese beiden Bilder nur wenig miteinander zu tun. Wenn man sich aber an den Zahlen orientiert und sie übereinander legt, wird es spooky. Dann ist sogar Wachstum zu erkennen. Die Kugeln wachsen sogar während 3 Marstagen und es entstehen auch noch neue. Das ist mega verblüffend. Aber warum ist diese Studie bisher kaum bekannt? Entdeckt hat sie Ronny Blaise vom YouTube-Kanal Raumzeit-Vlog der Zukunft. Wir von Raumzeit verfolgen ja immer die neueren Publikationen zum Thema Astrobiologie. Das Astrobiological Journal ist ein ganz renommiertes Fachblatt, und dort haben wir den Aufsatz entdeckt. Der ist schon eine Weile verfügbar, aber jetzt ist er durchs Peer Review gegangen, und die Mehrheit der Experten und der Editoren hat zugestimmt, dass der Artikel veröffentlicht wird. Und bei 70 Experten aus den Bereichen Astrobiologie und Geologie, da waren dann auch wir der Meinung, da kann man in dem Fall definitiv ein Video zu machen. Das ist eine ganz spannende Thematik. Ein wenig beängstigend wird es dann aber auch, wenn man sieht, wie diese Strukturen von den Mars-Rovern der NASA Besitz ergriffen haben. Denn eigentlich ist es unter den Bedingungen auf dem Mars unmöglich, dass etwas sich dort in den Rovern ablagert. Außer es ist eine Lebensform, denn oxidieren kann nichts in der Marsatmosphäre, und so sind diese Bilder mega verblüffend. Sie zeigen hier eine Ablagerung, die sich zwischen Sol 2718 und Sol 2813 am Mars Rover Opportunity gebildet hat. Sol steht für Marstag. Oder hier beim Rover Curiosity. Sie zeigen, wie sich zwischen den Marstagen Sol 51 und Sol 1089 Ablagerungen im Rover bilden. Was kann das sein? Außer mit lebenden Organismen ist das eigentlich nicht erklärbar. Weitere Bilder von Curiosity sind noch beeindruckender. Hier ist das Innere komplett verändert. Es ist absolut rätselhaft oder eben nur mit biologischen Strukturen erklärbar. Was könnte den Rover so befallen haben und ausschließlich innen für solche Veränderungen gesorgt haben? An einem Stein auf dem Mars wurden in einem genauso geschützten Bereich solche Veränderungen gefunden. Experten und Expertinnen halten Pilze oder Flechten für deutlich wahrscheinlicher als alles andere. Also Leben. Gibt es Leben also auf dem Mars? Es ist ein weiteres Puzzlestück, das die Wahrscheinlichkeit steigen lässt, und was ich an dieser Studie so spannend finde, sie tendiert schon sehr zu außerirdischem Leben. Also die Wissenschaftler und Wissenschaftler präferieren Leben als Erklärung. Und ich sehe hier genauso den Punkt, den Professor Abraham Loeb bei uns bei Clixum im Interview zu Oumuamua, dem interstellaren Objekt, anführt. Wenn das Mögliche als Lösung ausscheidet, bleibt nur noch das Unmögliche. Obwohl, vielleicht ist eben Leben im Weltall gar keine Ausnahme, und dann wäre dieser Fund eben gar nicht so außergewöhnlich, wie wir heute noch glauben. Noch mehr zu diesem Thema gibt es hier bei Raumzeit-Vlog der Zukunft. Draufklicken, unbedingt anschauen und natürlich unbedingt Raumzeit-Vlog der Zukunft abonnieren. Bis dann, bleibt dran.